Willkommen zu einem neuen Mozartkugel-Video. Okay, ja, die ist eigentlich nicht so neu. Ich habe die von JD Gross hier im Kanal schon vor 3 Jahren vorgestellt, aber die hat sich scheinbar geändert. Also wenn ich euch hier jetzt einblende, wie die Verpackung damals ausgeschaut hat, so im Vergleich mit dieser jetzt, spätestens auf der Rückseite sieht man, ja, hier hat sich der Hersteller scheinbar geändert, also nehme ich mal auch stark an die Kugel. Sie schaut ja auch ein bisschen anders aus. Das heißt, für das Video jetzt möchte ich euch natürlich zunächst einmal die Kugel näher vorstellen, also den Querschnitt, was für Schichten hat diese Mozartkugel überhaupt, aber natürlich auch einen Geschmackstest machen, damit ihr da einen Eindruck bekommt, wie könnte die Kugel dann circa schmecken. Dazu, ja, es wird natürlich auch einen kurzen Vergleich zwischendurch geben zwischen der alten und der neuen Kugel. Das ist wiederum für diejenigen unter euch, die damals sich die Kugel gekauft haben. Dazu vielleicht auch wichtig, die gibt es aktuell nur bei Lidl in Deutschland. Ich habe mir hier im Kanal auch schon von Lidl in Tschechien Mozartkugeln angeschaut, das dann in einem extra Video. Die sind eigentlich sehr ähnlich, es wird halt nur auf der Rückseite kein Hersteller genannt. Sie schaut aber eigentlich sehr, zumindest von der Vorderseite her, gleich aus, heißt dann aber Mozart Praliness und nicht Mozart Kugel. Aber wiederum für die österreichischen Zuseher, in Österreich scheint es die aktuell nicht zu geben, also von der Eigenmarke. Daher, ja, nicht zu Lidl laufen, zumindest aktuell, um die abzuholen. Ihr könnt sie leider gerade scheinbar nicht bekommen. Es gibt halt quasi mehr so lokale österreichische Marken zu kaufen. Aber jetzt seid ihr sicher schon vor allem gespannt, wie die Kugel denn ausschaut. Daher, ja, packen wir sie gemeinsam aus. Und hier sieht man jetzt den Aufbau von der Kugel. Hier haben wir 2 verschiedene Formen von Marzipan, also weißes und hier dann grünes. Innen einen Nougatkern, das sieht man da recht gut. Dann hier eine Schicht Milchschokolade und ganz außen eine Schicht dunkle Schokolade. Und hier seht ihr jetzt einmal die beiden Verpackungen auf der Vorderseite im Vergleich. Das heißt, hier sieht man eindeutig, die abgebildete Kugel und auch der Querschnitt sind schon auf der Verpackung jeweils anders. Auch die Mozartkugel scheint ein bisschen anders eingepackt zu sein, aber das werden wir uns dann sowieso noch im Detail anschauen. Und hier jetzt auch die Verpackungsrückseite. Da sieht man dann sehr deutlich, dass ein anderer Hersteller genannt wird, nämlich Schluckwerder. Und bei der alten sozusagen ist dann Haloren angegeben, die ja auch jeweils selber Mozartkugeln machen. Also sowohl Schluckwerder als auch Haloren. Und vielleicht auch für manche von euch ganz spannend zu erfahren. Und hier seht ihr jetzt auch noch die Querschnitte von den beiden Kugeln im direkten Vergleich. Das heißt hier auf der linken die neue Variante. Hier sieht man auch vom Aufbau her, dass das eher sozusagen vertikal ist. Das heißt oben das weiße und unten das grüne Marzipan. Und bei der alten Variante, die ich mir vor 3 Jahren angeschaut habe, ist es sozusagen eher horizontal. Das heißt, hier sieht man dann, das Marzipan ist eher so links-rechts aufgeteilt und die Kugel ist generell eher ein bisschen eher in der Breite und nicht so sehr in die Höhe wie bei der neuen Variante.
Und jetzt möchte ich natürlich die Mozartkugel auch noch testen, also wie sie schmeckt und euch dann meine Eindrücke schildern. Okay, also wenn ich jetzt mal zunächst die Skala einblende, dann ist diese Kugel ziemlich auf der marzipanigen Seite geschmacklich. Das heißt, hier kommen wirklich wiederum diejenigen unter euch wirklich voll zu tragen, die halt Marzipan sehr gerne mögen bei einer Mozartkugel. Das Nougat ist jetzt nicht komplett verschwunden oder sagen wir mal, es geht nicht komplett unter, aber geschmacklich insgesamt so, wenn man die Kugel dann so durchprobiert, durchkostet, dann zerkaut sozusagen, dann dominiert hier wirklich sehr stark das Marzipan für mich. Ist jetzt natürlich wiederum für diejenigen unter euch, die Marzipan sehr gerne mögen, eine gute Nachricht. Wenn ihr jetzt sagt, Marzipan möchtet ihr eher nur in kleinen Dosen oder nicht zu stark geschmacklich, dann ist es vielleicht nicht unbedingt die allererste Wahl. Also es ist hier definitiv nicht, das Nougat ist hier eher sehr, sehr klein nur vorhanden, rein geschmacklich jetzt. Schreibt mir aber natürlich gerne in den Kommentaren unten, wie jetzt ihr so diese Kugel fandet und was sozusagen ihr da für euch so rausschmeckt. Und ja, wie ihr denn die Lidl Mozartkugel denn so allgemein findet. Es gibt jetzt aber nicht nur die Lidl Mozartkugel, so die alte, die ich ja schon hier mal vorgestellt habe, oder jetzt die sozusagen neue Variante, sondern wirklich schon über 80 verschiedene Mozartkugeln. Also je nachdem, wenn ihr euch das Video anschaut, sind es vielleicht noch viele, viele mehr. Sie wachsen ständig. Ich finde immer wieder mal neue, die ich dann hier im Kanal vorstelle. Dazu blende ich euch dann auch am Ende vom Video eine Playlist ein, wo ihr alle Kugeln sozusagen vereint findet und euch da vielleicht durchklicken könnt, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, was es sonst so gibt. Abonniert natürlich auch gerne, wenn ihr zukünftige Videos nicht mehr verpassen möchtet oder wenn ihr jetzt auch immer am Laufenden bleiben wollt, was Mozartkugeln anbelangt. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.